Herzlich willkommen beim Quosatia-Tutorial zum Thema Quosatia-Suche. Hier erfahren Sie, wie Sie die Quosatia-Suche zu Ihrer eigenen Recherche nutzen und wie Sie Zugang zu den gefundenen Materialien erhalten können, die im Rahmen des FID Asien gesammelt werden. Die Quosatia-Suche können Sie unter der unten eingeblendeten Adresse aufrufen oder Sie nutzen direkt den Suchschlitz auf der Quosatia-Startseite. Eine weitere Möglichkeit ist das Aufrufen unter Ressourcen Quosatia-Suche. Die Quosatia-Suche ist für jede und jeden frei nutzbar. Lizenzpflichtige Medien wie beispielsweise E-Books setzen jedoch einen Quosatia-Account voraus, um die Volltexte aufrufen zu können. Die Quosatia-Suche ist zugleich ein Discovery-System und eine Metasuche. Dadurch wird der Zugang zu physischen und elektronischen Materialien aus verschiedenen Quellen in einer gemeinsamen Suche vereint. Es wird nur in den Metadaten gesucht und diese sind je nach Lieferant oder Quelle unterschiedlich detailliert. Es handelt sich um keine Volltextsuche. Für eine Volltextsuche in einer Auswahl von Quosatia-Ressourcen wählen Sie bitte den Reiter Quosatia Volltextsuche. Die Quosatia-Suche berücksichtigt Zeitschriften, Zeitungen, Monographien und Aufsatztitel. Wenn Sie genau wissen möchten, welche Quellen die Quosatia-Suche für Sie durchsucht, dann finden Sie eine vollständige Liste mit den berücksichtigten Datenbanken und Katalogen hinter dem i-Icon. Die Quosatia-Suche stellt Ihnen zwei Suchräume zur Verfügung. Sie werden bei jeder Suchanfrage, die Sie in den Suchschlitz eingeben können, automatisch durchsucht und können jederzeit gewechselt werden. Der erste, der Quosatia-Suchraum, enthält Ressourcen, die wir Ihnen über Quosatia zur Nutzung bereitstellen können, beziehungsweise die frei verfügbar sind, sowie Titel, die vielleicht auch von Interesse für Sie sind und die Sie zur Anschaffung vorschlagen können. Er findet zeichengenaue Treffer aus über 100 Millionen bibliografischen Daten. Der zweite, der erweiterte Suchraum, bietet Ihnen Materialien jenseits des Quosatia-Angebotes in anderen wichtigen Katalogen und Sammlungen. Da hier nicht alle Materialien zugänglich sind, kann dieser Suchraum für die bibliografische Recherche oder auch für Anschaffungswünsche genutzt werden. Mit dem zweiten Reiter Quosatia CJK können Sie Ihre Suche im Quosatia-Suchraum unter der Berücksichtigung von Zeichenvarianten, einem sogenannten CJK-Mapping, durchführen. Ungeachtet, welche Zeichenform angegeben wurde, werden Treffer in Lang- und Kurzzeichen und japanischen alten und neuen Kanji-Formen gefunden. Die Ergebnisanzeige der Quosatia-Suche besteht aus 3 Bereichen. Oben finden Sie Ihre Voreinstellungen, bestehend aus der spezifischen Suchanfrage und dem ausgewählten Suchraum. Den Großteil des Bildschirms nimmt die Trefferliste ein. Zur weiteren Eingrenzung der Trefferliste stehen Ihnen rechts diverse Filter zur Verfügung. Zuerst stellen wir Ihnen die Filter auf der rechten Seite genauer vor. Mit ihnen können Sie Ihre ersten Suchergebnisse weiter präzisieren. Folgende 6 Kategorien stehen Ihnen hierbei zur Verfügung. Kataloge. Hier können Sie auswählen, welche Quellen in der Trefferliste berücksichtigt werden sollen. Mit der Auswahl Staatsbibliothek zu Berlin werden die Treffer auf den elektronischen und gedruckten Bestand der Ostasien-Abteilung gefiltert, auf die Sie als Quosatia- oder Stabi-NutzerInnen Zugriff haben. Bitte bedenken Sie, dass für Quosatia-NutzerInnen die Ausleihe von Printmedien über den blauen Leihverkehr auf originalsprachliche Materialien beschränkt ist. Weitere Möglichkeiten bietet die Auswahl verschiedener Aggregatoren, beispielsweise Base für Open-Access-Artikel. Außerdem können Sie sich unter Patent-Driven Acquisition erwerbbare Titel anzeigen lassen und diese nach Bedarf zur Anschaffung vorschlagen. Es werden auch die im Online-Guide East Asia verzeichneten, frei zugänglichen elektronischen Ressourcen zu den Asienwissenschaften eingespielt. Unter Art kann die Materialart ausgewählt werden. Sie haben beispielsweise die Auswahl zwischen gedruckter Monographie oder E-Book, Zeitschrift oder Aufsatz. Im Filter Themengebiet können Sie Schlagworte auswählen, die zu Ihrer Suchanfrage passen. Mithilfe der Punkte Sprache oder Jahre können Sie die Sprache des Textes auswählen oder die Erscheinungsjahre eingrenzen. Der letzte Filter,
Autor lässt eine gezielte Suche nach einem Verfasser zu. Sie können alle Filterkategorien unabhängig voneinander verwenden und miteinander kombinieren. Natürlich können die ausgewählten Filter jederzeit zurückgesetzt werden. In der Trefferliste sehen Sie alle zu Ihren Angaben passenden Suchergebnisse. Vor jedem Titel befindet sich ein kleines Icon, das die Medienart angibt. Es handelt sich dabei um dieselben, die auch im Filter Art verwendet werden. Hinter jedem Titel befindet sich ein kleines Dreieck. Nach einem Klick auf selbiges bzw. auf den Titel des Treffers werden weiterführende Informationen angezeigt. In dieser Ansicht finden Sie außerdem Links, über die Sie gegebenenfalls Zugang zu den einzelnen Titeln erhalten können. Es ist möglich, Bestellungen über den blauen Leihverkehr auszulösen, eine freie Quelle zu nutzen, ein lizenziertes E-Book aufzurufen oder einen Anschaffungsvorschlag via PDA, also das schon genannte Verfahren der Patent-Driven Acquisition, aufzugeben. Um ein lizenziertes E-Book nutzen zu können, benötigen Sie einen für den Datenbankzugriff freigeschalteten QuestAsia-Account. Weitere Informationen zu Bestellungen über den blauen Leihverkehr und QuestAsia PDA erhalten Sie auf der QuestAsia-Webseite und im Tutorial zu QuestAsia Get-It. Freie Quellen stehen allen NutzerInnen zur Verfügung. Sollten Sie weitere Fragen zur vorgestellten QuestAsia-Suche haben, dann wenden Sie sich gerne an uns unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten.